Du hast Probleme mit deinen Knien, das Laufen fällt dir teilweise schwer, Treppensteigen und so weiter. Mit dieser Routine, wenn du sie regelmäßig machst, hast du gute Chancen, dass es besser wird und du wieder viel besser laufen kannst. Trepp auf, Trepp ab. Sei erstaunt, wie viel möglich ist, wenn du nur regelmäßig übst. Wir fangen an mit der ersten Übung. Die erste Übung besteht darin, du setzt dich und nimmst dein linkes Bein so nach hinten. Es kann sein, dass es schon jetzt bei dir klemmt, dann bleibst du so und gehst dann immer weiter nach hinten. Aber vielleicht kommst du ja auch mit dem Fußgelenk dichter zum Boden oder du kommst mit dem Gesäß dichter zur Ferse. Und ich mache mal dort weiter, aber du gehst nur so weit rein, wie es für dich gerade noch gut erträglich ist. Einstellschraube 1 hier, Einstellschraube 2 hier und jetzt kommt die Einstellschraube Nummer 3. Du ziehst den Bauchnabel ein, so weit wie es geht, einziehen den Bauchnabel und mit eingezogenem Bauchnabel, mit dem Oberkörper immer mehr zurückkommen. Und dann merkst du hier eine ganz große Dehnungsspannung und die musst du genießen, weil aus Erfahrung wissen wir, die befreit dein Knie, weil dann nämlich die Spannung rund ums Knie normalisiert werden. Und so wie es nachgibt, das Nachgeben merkst du daran, wie die Schmerzintensität runtergeht. Und du bleibst immer so an der Grenze, dass es gerade noch gut erträglich ist. Und hab im Kopf, dass dein Becken mit nach hinten kippt. Also nicht oberhalb des Beckens nur der Rumpf, sondern auch das Becken selbst muss mit nach hinten kippen. Dann ist die Wirkung am besten. Und dann bleibst du in deiner Position und willst dein Bein strecken mit aller Kraft. Jetzt merkst du hier, wie der Muskel sich anspannt. Und du willst noch mehr strecken und noch mehr strecken. Und dieses Krafttraining, das bringt jetzt richtig gutes Wohlergehen. Das wirst du fühlen. Die Chancen sind sehr hoch. Entspannen wieder und weiter mit dem Bauchnabel nach hinten gehen, das Becken mitnehmen. Und nochmal richtig fest anspannen, locker lassen, nochmal weiter, richtig fest anspannen, locker lassen und nochmal weiter. Und langsam wieder raus. Schön langsam bewegen, immer, dass der Körper sich gut daran gewöhnen kann. Und jetzt drehe ich mich mal um, dass du das besser sehen kannst. Die andere Seite. Erstmal mit dem Fußgelenk so dicht wie möglich an den Boden. Dann mit dem Gesäß so dicht wie möglich an die Ferse. Aber wie gesagt, wenn es nur Abstände dort gibt, dann ist es halt so. Dann wird es jeden Tag ein bisschen besser, je öfter du die Routine wiederholst, weil der Körper gewöhnt sich ja immer mehr daran. Und dann den Bauchnabel einziehen und jetzt das Becken mit nach hinten nehmen. Und dann merkst du wieder hier diese große Dehnungsspannung, die, so sagen wir, das Knie befreit. Atmung einsetzen, tief einatmen und im Ausatmen ein bisschen weiter in die Dehnung kommen. Schön reinfühlen in deinen Oberschenkel. Das darf bis in die Leiste ziehen. Es kann auch sein, dass es in den Rücken zieht. Das ist okay, da brauchst du keine Bedenken zu haben. Muss halt gerade noch gut erträglich sein. Und jetzt fangen wir auch hier an und drücken mit dem Fuß, mit dem rechten, so fest wie möglich gegen den Boden. So fest wie möglich gegendrücken. Noch mehr gegendrücken. Und locker lassen und weiter in die Dehnung reingehen. Und dann nochmal Druck aufbauen. Rechter Fuß drückt gegen den Boden. Fester drücken, noch fester drücken, locker lassen, noch weiter reingehen. Und langsam wieder rauskommen. Beine gerade ein bisschen durchbewegen. Und jetzt machen wir die vordere Oberschenkelübung. Die sieht folgendermaßen aus. Du legst dich auf den Bauch, beugst dein Bein
und greifst praktisch nach hinten, bis du den Fuß erwischst. Wenn du nicht ganz dran kommst, dann halte dich halt am Hosenbein fest oder irgendwie. Auf jeden Fall musst du das Bein ziehen. Und dann drückst du die Leiste gegen den Boden. Und wenn die Leiste am Boden ist, dann ziehst du zunehmend den Fuß Richtung Gesäß. Gehst erstmal schön auf Dehnung. Das ist die Übung, die viele auch im Stand machen, aber im Stand ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Übung ist dann viel weniger wert, wenn die Hüfte gebeugt ist. Und wenn man die im Stand macht, dann beugt man oft, ohne dass man so richtig merkt, die Hüfte. Da ist die Wirkung stark herabgesetzt. Und dann spanne ich an und will mein Bein strecken. Ich möchte es strecken, ich halte es aber fest. Und noch mehr strecken. Und locker lassen und weiter ranziehen. Und dann nochmal das Beinbild strecken. Gut konzentrieren auf das Ansteuern der Kraft. Je mehr Kraft aufgebracht wird, desto besser ist der Effekt. Wieder locker lassen und weiter ranziehen. Und nochmal. Strecken wollen. Mehr strecken wollen. Keinen Millimeter aber nachgeben. Noch mehr strecken wollen. Locker lassen und nochmal weiter ranziehen. Und dann langsam wieder rausbewegen. Strecken, ein bisschen bewegen. Und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Wir greifen mit der rechten Hand nach hinten und drücken die rechte Leiste fest gegen den Boden, bevor wir jetzt anfangen, den Fuß nach hinten zu ziehen. Immer dran denken, dass die Leiste weiterhin gegen den Boden drückt bzw. den Kontakt nicht verliert. Und schön reinatmen und zunehmend so, wie es nachgibt, in die Dehnung gehen. Immer schön in der Intensität bleiben, die gerade noch gut erträglich ist. Tiefes Atmen erleichtert das weitere Reindehnen. Tief einatmen, tief ausatmen. Und jetzt versuchen wir langsam aber sicher das Bein zu strecken, halten es aber fest und pressen gleichzeitig die rechte Leiste gegen den Boden und lassen locker und ziehen den Fuß ein bisschen weiter Richtung Gesäß. Und dann nochmal. Das Bein will strecken, will mehr strecken und noch mehr strecken und locker lassen und weiter Richtung Gesäß ziehen. Warten, bis alles schön nachgibt, weiter ranziehen. Und nochmal. Richtig strecken wollen, mehr strecken wollen, mehr strecken wollen. Und locker lassen und weiter ranziehen. Und das Bein langsam wieder strecken. Und jetzt gehen wir hoch und gehen auf die Gegenseite. Jetzt gehen wir auf die Rückseite der Beine. Wir wollen hier vorne alles locker machen, jetzt machen wir hinten alles locker. Den Fuß gerade stellen,
Das andere Bein so hinstellen, dass ihr euch am Schienbein schön zunehmend nach vorne ziehen könnt durch so eine Bewegung. Den Vorfuß aktiv nach hinten ziehen. Das linke Knie ist ganz gestreckt. Und jetzt im Hohlkreuz bleibend nach vorne ziehen. Und dann merkst du, dass hier in der Kniekehle es sofort anfängt richtig zu ziehen. Deswegen ist diese Übung auch die am meisten unbeliebte, kann man sagen. Ja? Und der Trick besteht darin, dieses unangenehme Gefühl in der Kniekehle hervorzurufen, aber so dosiert nur zuzulassen, dass man nicht die Lust verliert. Ja? Dass es trotzdem Spaß macht, weil das Dehnen muss Spaß machen. Total wichtig, weil Spaß machen ist Entspannung und alles, was Krampf ist und Druck und ich mag gar nicht und zu viel Qual ist Verspannung und das wäre kontraproduktiv. Also deswegen immer weiter schön nach vorne ziehen. Atmen dabei. Auch mal ganz bewusst wahrnehmen, wie beim Ausatmen der Widerstand nachlässt und mehr Weg freigegeben wird. Einatmen ist immer eher Anspannung und Ausatmen ist Entspannung. In die Ausatmung rein, sich schön weiter nach vorne ziehen und den Fuß, den rechten, so greifen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die Fußbewegung noch als Verstärker nutzen. Ja, das praktisch, wenn ich den Fuß nach unten ziehe, dann zieht es meine Schulter und damit meinen Rumpf mit. Kann man so als Feineinstellung noch benutzen. Und jetzt ziehe ich mit dem Rumpf zurück und gleichzeitig drücke ich die Kniekehle zum Boden und die Ferse. Rumpf will zurück, Kniekehle nach unten, Ferse nach unten. Ganz viel, ganz speziell angesteuerte Kraft. Locker lassen und weiter nach vorne ziehen, weiter in die Dehnung reingehen. Das gleiche auf der anderen Seite. Rechtes Bein vollkommen durchstrecken. Linkes Bein so, dass ihr euch bequem ziehen könnt. Rechter Fuß steht senkrecht und jetzt wird der Fuß zurückgezogen. So weit wie es geht. Und mit den Armen ziehen wir den Rumpf, der im Hohlkreuz bleibt, immer weiter nach vorne. Und das merkst du auch hier in der Kniekehle. Gleich wieder dieses unangenehme Gefühl, was wir lieben müssen. Weil wenn es nicht unangenehm ist, macht die Wirkung oder macht die Übung keinen Sinn, hat keine Wirksamkeit. Ja? Wir müssen den Schmerz, den dosierten Schmerz lieben lernen. Darf nicht zu wenig sein, dann brauchen wir die Übung gar nicht zu machen, ist vergeudete Zeit. Aber darf auch nicht zu viel sein, weil das bringt zu viel Qual und zu viel Gegenspannung. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Immer weiter nach vorne gehen. Schön zunehmend nach vorne. Der Fuß zieht zurück. Und dann drücken wir mit der Kniekehle zum Boden. Der Rumpf will zurück, aber ihr haltet ihn fest. Und die Ferse drückt in den Boden. Und steigern. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch ein bisschen. Und locker lassen. Und nochmal weiter nach vorne reinziehen. Und langsam rauskommen. Und zum Abschluss machen wir noch was ganz Besonderes. Wir nehmen einen Knieretter oder auch ein paar Bücher, die eine entsprechende Höhe haben und legen die so hin, dass wir uns mit beiden Füßen so draufstellen können, dass wir quasi schon im Fußgelenk vorgedehnt sind. Den Stuhl entsprechend ausrichten. So, jetzt fängt es damit an, dass wir erstmal nach vorne gehen, bis es in der Wade oben zieht. Und dann im Hohlkreuz runtergehen. Das ist prinzipiell
eine ähnliche Übung wie die letzte, die wir eben auf der Matte gemacht haben, aber dadurch, dass die Erhöhung vorne unter dem Vorfuß dazu führt, dass die Wade stark vorgespannt wird, befreit die richtig. Du wirst es merken, wenn du da nach ein paar Minuten wieder von runter gehst, ist ein ganz anderes Gefühl meistens. Knie voll gestreckt und im Hohlkreuz nach unten gehen. Schön reinatmen und wieder rauskommen. Beine ein bisschen schwenken. Fühl mal in deine Knie rein. Ja, und freu dich über das, was du fühlst. Mach es regelmäßig, damit das ein permanenter Zustand wird. Abonniere unseren Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Mach das am besten jetzt gleich, dass du kein Video versäumst. Und du kriegst ein Video, ein Erklärvideo zum Knie, wenn du hier klickst. Schau es dir an. Toll, dass du dabei warst. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ciao.